Habe nämlich die neue Waffe geschickt, sollte im Bodenkampf deren helfen, aber die Waffe, die es in der Mission gibt, ist auch gut. Das habe ich doch schon längst vorgelesen. Das habe ich doch schon längst vorgelesen, die Nachricht. Das war vor einer halben Stunde. Die Nachricht habe ich schon lange vorgelesen gehabt. Wir sind in das Kiana-System zurückgekehrt, Sir. Mehrere Führungsoffiziere warten im Konferenzraum auf Sie. Sprechen Sie mit Captain Cargran, Captain Nock und Captain Paris. Machen Sie so. Ich habe das doch schon lange vorgelesen gehabt. Ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, die Post mir anzugucken. Ich war doch mitten in einer Mission. Aber das habe ich doch schon längst vorgelesen gehabt. So. Konferenzraum. Wo geht's hier weiter? So. Hi, Tom. I want to personally commend you. Whatever success we had in this mission was thanks to you. The Iconians have lost their leader. Their unity is broken. That might give us an opening to end this war. The cost, though, all those people, I can't help but feel that I failed them. Naja, wir haben denen ihre Anführerin getötet. Das Problem ist aber, die anderen werden jetzt mega wütend sein. Das ist, krass. Ich bin gespannt. Sie dürfen sich keine Vorwürfe machen, Captain. Sie kannten die Risiken und waren bereit, sie in Kauf zu nehmen. So. So. Ja, dass ich mir die Post anzeigen lassen kann, das weiß ich doch, aber ich kann sie doch nicht nehmen. Ich muss doch erstmal auf eine Raumstation, um sie zu nehmen. Mann, Mann, Mann. I don't think we have a choice now. We have to complete the Krenim device. Captain Cogran wants it online immediately, but this isn't something we can rush. Cutting corners with temporal mechanics? That's how you end up with unsolvable time paradoxes. Look, I'll do whatever I can, but I'm scared of this technology. Building it will be the greatest challenge of my career. But actually altering time? I'm not sure anyone should have that much power. Ja, das sehe ich ähnlich. Ich verstehe Ihre Bedenken, aber es ist unsere beste Option. Na, sehe ich anders. Weiß ich nicht. Okay. Despite the extraordinary efforts of you and many others, our operation was a failure. We're still totaling up the casualties, but the cost was too great. The Heralds still stand. They have lost one Iconian, but if anything, that will only prolong the conflict. Defeating Matara was a combination of the sacrifice of Guroth and many others, your quick thinking and martial prowess, and the Iconians' arrogance. Matara did not believe an Iconian could die. The others will not make the same mistake. Wir mussten das Risiko eingehen, Captain. Wir konnten nicht auf die Waffe der Krenim warten. Indeed, but that is a small comfort to the warriors who have entered Stovercore this day. Those of us who remain will mourn. And then we survive another day. Und wir werden die Ikonianer besiegen. So, sind Sie bereit, auf die Andromeda zurückzukehren? Ja, einen zum Hochbeamen, direkt auf die Hauptbrücke. Was denn mit Happy Was ist denn der Happy so echauffiert? Nicht, dass er gleich rote Bäckchen bekommt. Ach so. So, ja, ich habe das schon gesehen hier, postmäßig. Was ist das denn? Herold Antiprotonen Spaltstrahlenprojektor. Aha. Krass. So, dann brauche ich jetzt eine Raumbasis. Flottenforschungslabor. Komme ich da hin? Begegnung im tiefen Raum. Nanipia-System. Ich gehe mal... Das Problem ist, wo habe ich denn hier eine Post eigentlich? Habe ich hier irgendwo eine Stelle, wo ich eine Post mir hier Dingens und so? Kobali-System. Da kann ich doch bestimmt die Post zugreifen. Wir fliegen mal schnell ins Kobali-System. Ich muss mal gucken, ob wir irgendwo auf die Post zugreifen können. Dann hole ich mir das Ding jetzt gleich. Also Yannick, vielen Dank für das Item. Oder für die Waffe, besser gesagt. Bin ich mal gespannt. Aber ist die besser als die, was ich jetzt habe? Ich weiß es gar nicht. Was habe ich denn jetzt gerade? Das Ding jetzt hier, glaube ich. Das Spaltstrahlengewehr. Nee. Doch, das Spaltstrahlengewehr habe ich. Dyson hat auch Post. So.
Kobali-System begeben. So. Echt, die Dyson-Sphäre hat eine Post? Wusste ich gar nicht. Ach stimmt, ja, das Dyson-Oberkommando. Cool, ein Schiff der Sovereign-Klasse. Schick. Das ist übrigens auch toll. Ich mag das Design, ich mag diese Sovereign-Klasse. Also ich mag die Sovereign-Klasse wirklich sehr. Die sieht auch mega cool aus. Toll, jetzt ist derjenige weg. Schade. So. Ich beam mich jetzt schnell auch nach Kobali Prime einfach. Kobali hat keine. Wie, Kobali hat keine Post? Wieso haben die keine Post? Die müssen doch eine Post haben. Das kann doch nicht sein, dass die ja keine Post haben. Ja. Dann schick nochmal eine Einladung. Hier war doch eine Post mal, oder nicht? Ach, nee, sind Krankenbetten. Oder Konsolen. Ha, was haben wir hier? Ach nee, da kann ich die Mission nochmal spielen, glaube ich. Briefkasten. Doch, hier ist noch eine Post. Post senden und erhalten. Gegenstände nehmen. So. Natürlich gibt es hier eine Post. Also. Dann, wusste ich doch schon mal, dass ich hier eine Post gesehen habe. Kommt ja bald eine T6 Sovereign. Ja, da freue ich mich drauf. So. Nö, brauche ich nicht. Brückeneinladung. Vielen Dank, aber hier gibt es doch eine Post. Da ist es. So, was habe ich jetzt momentan für eine Waffe? Ich habe die hier. Zack. So, dann bin ich mal gespannt. Oh, ist ja doch eine. Die muss neu sein. Tja, du weißt halt auch nicht alles. So. Andromeda. 3 Personen hochbeamen. So. Dann gucken wir jetzt mal. Ach ja, so. Was haben wir hier? Interessante Schiffe. So. Insektorenraum. Bringen Sie uns raus. Warp 13. Beschleunigen. Ich bin echt auf die T6 Sovereign. Bin ich echt gespannt, muss ich sagen. Ich mag das Schiffdesign von der Sovereign einfach. Das ist mein absolutes Lieblingsschiff. Der ikonianische Krieg. Rufen. Our losses were great today, and we will mourn for every hero who died defending their galaxy. I am a warrior. I believe in honorable combat, direct tactics, and looking my enemy in the eye. Although you did manage to destroy Matara and break the unity of the Iconians, I now see that we cannot use traditional combat to defeat them. Captain Nog and his team will continue their work on the weapon. It may be our only option. Okay, so. Antichroniton Tetrion Automatikgewehr. Paket mit Reaktivpanzerung Katalysatoren. Was? Dieses Paket enthält 5 Reaktivpanzerung Katalysatoren, die eingesetzt werden können, um die Trefferpunkte und Hüllenheilung eines Schiffes vorübergehend zu steigern. Universal Gem Subspace Transmissions. Konsole Taktik Vorbrennkammer. Plus 20%. Zieht einen Stoße von 3 Eskortschiffen der Delta-Allianz, die für 35 Sekunden im Kampf zu unterstützen. Kann nicht auf einem Kleinschiff verwendet werden. Aha. Delta-Allianz Verstärkungsbarke. Ist aber bestimmt nur ein Einmal-Dingens, oder? Auszeichnung erhalten. Ungebrochen. Finde ich gut. So. Episch Schiffsgerät. Die Frage ist halt... Habe ich das nicht sogar schon? Nö. Wo könnte das hin? Achso, es gehört dahin. Okay. Ich tausche einfach mal die Batterien hier aus. So. Kannst du immer wieder benutzen. Das finde ich cool. Dann nehme ich das einfach. So, dann machen wir hier das. Und dann nehmen wir hier runter. Zack. Und dahin. So. Sehr gut. Jetzt habe ich die Nachricht weggedrückt. Okay, Schmetterling. The research teams in the Kiana system require your assistance. They have been running thousands of temporal incursion simulations of how to use the Krenim weapon. 10 of the 15 will be available in the next 2 days. Please
but I need an officer with field experience to evaluate the project in its feasibility. You will participate in a focus test of the most promising options. A blade cuts both ways. We must be sure that what this weapon can do to the Iconians does not cause greater harm to us. Mhm. Melden Sie sich im Kernesystem, welches sich im Delta-Quadranten befindet. Okay. So. Was will der eigentlich von mir? Moment. Sternenflotte rufen. Achso, Dienstoffiziere. Okay, haben wir das. Temporale Front, Schmetterling. Da haben wir ihn zur Hauptmission machen. So, Kiana-System. Los geht's. Oh, Happy ist bald mit Ikonianischer Krieg fertig. Dann ist STO bald um. Ja. Wir haben ja noch die ganzen Foundry-Missionen, aber die werde ich nach und nach dann spielen. Also ein bisschen was haben wir ja noch vor uns. Tam, 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 tam. Ich würde sagen, wir machen den Ikonianischen Krieg. Machen wir heute noch fertig. Und dann mache ich mit dem Stream dann heute auch Schluss. Das heißt, die 2 Missionen vom Ikonianischen Krieg, die spielen wir einfach noch. So, Schmetterling, beginnen. Ah, die Anorax. Da ist das Zeitschiff. Hallo. Welcome. We have been working with the Krenim to build both this facility and a weapon similar to the one developed by Anorax in the 22nd century. Captain Nog is running point for the Alliance, but teams from all across the Alpha and Beta quadrants are involved with the research. It's fascinating work, but there's a lot to do yet. Okay, wie kann ich helfen? Captain Nog might be able to explain more. He's waiting for you. Gut, Sie wieder zu sehen, Adrana. Wie geht es Ihnen? Wer war das? It's good to see you too. For a few weeks, I was helping the Alliance research new ways to deactivate Iconian gateways. We were making progress, but it wasn't fast enough to stop the advance of the Heralds. After Captain Nog made contact with the Krenim, I asked to transfer here. Now I'm working with interdimensional resonance harmonics to help recreate Anorax's work. Okay, haben Sie besser geschlafen? Hä, was? Yes, I have. I guess the Solanae aren't visiting me at night anymore. Or maybe it's the 14-hour days trying to wrap my brain around complex temporal equations that are wearing me out. Either way, my sleep is greatly improved. Thank you for asking. Wer war denn die Adrana? War die bei dem Portal dabei, bei Neuromulus dann? War das die leitende Wissenschaftlerin? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Ich kann nur hoffen, dass das kein größerer Fehler ist als das Öffnen des Portals auf Neuromulus. Genau, ich glaube, das ist dies von daher. Welcome. We have been working with Okay. Captain Nog might be able to explain more. Gehen Sie voran. Hier entlang bitte. Ja, ist kein Problem. Ist auf jeden Fall schön, Sie wiederzusehen. Ach, so eine Waffe ist das. Okay, naja, schau mal. So. Krass. Mit Captain Nog sprechen. So. Hallo, Nog. I wish I was seeing you under better circumstances. We've managed to make a prototype of the Krenim weapon in Anorax's records, but we have not attempted to use it yet. Time isn't something you mess around with, so we have been conducting simulations here of possible incursions, as well as developing new ways to protect and store data on various timelines. Okay. Haben Sie eine Vorstellung davon, wann ein temporaler Eingriff vorgenommen werden muss? Können Sie mir den Prozess erklären? Wie unterscheidet sich dieser Prozess von einer Reise in die Vergangenheit, in der durch eine Veränderung eine alternative Zeitlinie geschaffen wird? When we talk about time alteration, we're specifically referring to the Krenim weapon's ability to remove something from time. Anything, from a single molecule to an entire civilization. It's as if the target of the weapon never existed at all. Also verändert die Waffe nicht nur etwas, sondern löscht es vollständig. Correct.
The changes ripple out from the incursion point and result in a new reality where the target no longer exists. This does mean that the ship must be able to fire on a target. The details are a bit more complex, of course, but that's the main difference from conventional time travel. Okay, und damit hat niemand ein Problem? Temporal agents from all three factions are watching everything we do carefully. That's one of the reasons we're running holodeck simulations first. Between you and me, I'm glad they're here. The Krenim are a little too eager to use the weapon. Time manipulation is a very delicate operation under the best of circumstances. We can't just start shooting things out of existence and hoping it all works out for the best. Ich stimme zu, Captain. I wish I was seeing you under better circumstances. Okay, können wir nicht einfach die Koreaner aus dem Zeitfluss entfernen? That was the first simulation we tried. The results were fairly catastrophic. Okay, katastrophal. Without the Iconians, the first development of warp technology by other cultures in the Alpha Quadrant is severely delayed, by about 50,000 years. Removing the Iconians would change everything we know. Wir würden dennoch Warp-Technologie entwickeln, oder nicht? Es scheint unumgänglich. Let me put it this way. In one version, the Day Ones eventually rise to power and conquer most of the Beta Quadrant. They are forced back by the Vulcans, who never embrace logic, and later enslave much of what is now Federation and Klingon space. Okay. Ja, das wäre eher unfreundlich. Naja. I'm not done yet. The Herc never developed warp technology at all, so they never invade Kronos and unite the Klingons as a warrior culture. When the Vulcan Star Empire finds the Klingons in the 22nd century, they were mostly farmers who had made some advances in epic poetry. By the present day in this simulation, the Vulcan Star Empire is locked in a to-the-death struggle with the Dominion. Okay, ich verstehe. Die Kodianer direkt zu entfernen ist eine schlechte Idee. Vor allem ist es schön, dass die Klingonen dann keine Krieger sind, sondern einfach nur Bauern. Das ist auch toll. I wish I was seeing you under better circumstances. We've managed to make a prototype of the Krenim weapon in Anorax's records, but we have not attempted to use it yet. Time isn't something you mess around with, so we have been conducting simulations here of possible incursions, as well as developing new ways to protect and store data on various timelines. Okay, ich muss übrigens sagen, ganz kurz, es ist teilweise sehr nervig, wenn die immer dann das hier wieder vorlesen, wenn du ins Hauptmenü gehst, wenn die es immer und immer und immer wieder sprechen. Darum lese ich jetzt erstmal alles vor. Seela sagte etwas über Ökonianer Zeitreisen. Ist das wichtig? Schützen, was wir wissen. Ich gebe die beiden nochmal durch hier unten. Oh, that the Iconians can't time travel because it unravels their minds. She was being dramatic, but she was essentially correct. When most humanoids time travel, they retain the memories of their timeline of origin. So you realize when things have changed. Iconians are at least partially energy beings. You saw that when Matara was able to use her own power to open gateways. And their brain structure is very different from other humanoids. As far as we understand, if an Iconian traveled back in time, their mind and memories would reshape to fit that time. So they would retain no memories of the present. They don't use time travel because it would literally be taking a step backwards. Ah, jetzt verstehe ich. Danke. I wish I was seeing you under better. Once we make an incursion, anything not protected by a temporal shield will conform to the new timeline. That includes all of us once this mission is over. We won't remember the Iconians, the war, or anything that changes in the new timeline. Clouda has been leading the work to create a shielded computer core to hold all the data we currently have. A time capsule, I guess you'd call it. Okay, muss der Kern auf ewig geschützt werden. Correct. This isn't the sort of sacrifice we'd expect any personnel involved in the incursion to make. So we've built a computer to retain the information for us. We'll know what happened before, even though it essentially will have happened to someone else. Aha, verstanden. I wish I was seeing you under better circumstances. We've managed to make a prototype of the... We've tried a different number of scenarios, but only in the holodeck. Direct action against the Iconians is proving to be problematic, because so much time has passed since they were first a great power. Incursions that far back in time must be carefully planned, or the fallout of even minor changes can ripple across reality. We have, however, seen some promise in trying to delay their arrival. Okay. Aber damit würden wir das Unvermeidliche nur mal ein paar Jahre hinauszögern. Actually, it would be closer to a 700-year delay if our calculations are correct. The Iconians have had 200,000 years to build their fleets.
but we're catching up to them. We've already seen what the 29th century technology can do. Imagine what we'll have in the 32nd century. Okay. Also werden wir eher auf Augenhöhe sein. Exactly. The other potential solution is to cut into their current power base. What if the Iconians never allied with the Alachi or the Solanae? We wouldn't be facing the trouble we do now. Wie sehen die besten Szenarien aus? The three most promising incursions each follow one of these tactics. My teams have been running simulations and refining their targets, but I'd like you to assist them using a special quantum recursive algorithm. Our simulators can run the outcome of a possible incursion on the holodeck. Interacting with that simulation will give us more data than just crunching the numbers. We need to really interact with it to see what reality would look like, and for that, I need someone like you with field experience. Okay, testen Sie die temporalen Eingriffsszenarien auf dem Holodeck. Ich bin mir nicht sicher, was temporale Eingriffe angeht, aber Simulationen können nicht schaden. Es klingt wie eine faszinierende Erfahrung. Ich bin zu allem bereit, um diesen Krieg zu gewinnen. Okay. So, Veränderung Alpha untersuchen. Mit Sophem, dem Leiter des Alpha-Teams, sprechen. Okay, hi. Hello. Please allow me to explain what we're doing here. We've determined that if we remove a specific series of stars from the Beta Quadrant in the distant past, a rogue planet will enter the Iconia system and cause massive geological damage at about the same time the planet was bombarded by the Iconians' enemies. The technological buildup of the orbital bombardment that destroyed the Iconian civilization will still happen, but the Iconians themselves will have to deal with a natural disaster, not a war. Okay. Mit Naturkatastrophen statt einem Krieg. Okay. Und Sie glauben, dass das besser ist als ein Krieg? Maybe the survivors of a natural disaster, if there are any, won't be so vengeful, and none of the stars we will remove have planets with the possibility of developing life. The overall effect on the galaxy is minimal. It's a painful path, but it could be the one that leads to peace. Okay. Ich weiß nicht, ob mir die Vorstellung, ganze Sterne zu entfernen, gefällt. Dies scheint ziemlich extrem, finden Sie nicht? Wenn das funktioniert, wird es die Gefallenen dennoch nicht rächen. Weiß ich nicht. The number of stars we will have to remove is a concern, which is why we're trying this in a simulation first. But as Captain Nog said, these simulations aren't perfect. So we have devised a holodeck program that will expand and extrapolate on possible effects of the temporal incursion. Sie vertrauen stark auf das Holodeck. It's the best option we have available to us. The holodeck's algorithms have been updated to change and adapt to the data created by the simulated timeline alteration. This is not your average holo-novel. Nun gut, was soll ich tun? Ach, im Übrigen, jetzt checke ich auch die anderen Missionen. Jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich auch den Zusammenhang mit den anderen Missionen dann. Okay, na das kann lustig werden. Once we run the program, you'll be able to interact with our best approximation of the new timeline. Interaction with the holodeck components will allow the program to generate a more in-depth solution and give us a better idea of what to expect. We have set this simulation on a Federation starship patrolling the Sol system, and you are the captain. If all goes as planned, we expect that almost everything in the system should be close to current reality. Okay, verstanden. Ich werde das Programm starten. Ja, jetzt checke ich auch eine gewisse andere Mission. Mit Zeitagent Philip Cray sprechen. Hallo. Hello. Sie sind hier, um die Zeitlinie zu schützen? Anything involving temporal mechanics is complicated, but the short answer is yes. I am watching these simulations very closely, as are my counterparts from the Republic and the Klingon Empire. Even small changes to time can have large and lasting effects. On Earth, we've called this the butterfly effect. The metaphorical example is of a butterfly flapping its wings and starting a chain of events that lead to a hurricane on the other side of the planet. Aber ist eine Veränderung der Zeitlinie nicht genau etwas, was Sie verhindern sollen? Again, it is complicated. Suffice it to say that at this moment in time, our governments have all agreed that our options are limited.
This might be our best chance to stop or delay the Iconians. But temporal investigations will intervene if we feel that the cure is more dangerous than the disease. Ich verstehe. Hello. Verletzt das nicht alles die oberste temporale Direktive der Sternenflotte? Under ordinary circumstances, perhaps. It's only because the Iconian situation is so desperate that we're allowing this research to continue. You've been on the front lines of the war. I'm sure you realize how few options we have left. Es ist schlimm dort draußen, doch ist das wirklich unsere einzige Möglichkeit? Hello. Aha. Auf Wiedersehen. Offensichtlich ja. Hier geht's zum Holodeck. Okay, Programm Alpha ausführen. Was? Jem'Hadar-Soldat. Fenris-Sicherheitsoffizier. Captain, you're alive! We repelled the intruders on the bridge, but the ship has taken heavy damage, and a lot of the crew are injured. Wie ist die Lage? Sir, I'm not sure this is the time. So many people are hurt, and most of the systems are offline. The life support is on backups, and our resources are down to nothing, and... Okay, ich helfe den Verwundeten, aber sie müssen mir helfen. Was ist geschehen? The Dominion stopped firing at us when we lost weapons. Now they're focusing on Earth's defense grid, but it's only a matter of time before they return to finish us off. Wir werden die Besatzung neu formieren und uns zur Wehr setzen. Es ist noch nicht vorbei. So. Besatzungsmitglieder stabilisieren. Sir, I tried to fight them off, but the boarding parties, the Jem'Hadar. We have to stop the Dominion. They can't take Earth too. Keine Sorge, wir werden sie aufhalten. Okay, die Konsolen sind alle kaputt hier. Das wird super. Fenris-Sicherheitsoffizier. We can't stop them. Maybe if we hadn't been at war with the Romulans. Maybe if the Klingons hadn't ripped themselves apart. I'll be fine, Captain. Just rattle. Begeben Sie sich, wenn nötig, zur Krankenstation. Okay, wir waren im Krieg mit den Romulanern. Die Klingonen haben sich gegenseitig zerfleischt. I never expected they would get so far into our defenses. I'm sorry, Captain. I just need a moment. And I'll be ready to fight. Okay, wann immer Sie bereit sind. Incoming hail! Okay, mit der defekten Konsole. Ist schön. Dadurch, dass wir keine Verbündeten hatten, verlieren wir den Dominion-Krieg. USS Ajax. Sensors show your ship is completely defenseless. And I would prefer not to delay our arrival at Earth to deal with such a minor annoyance. Surrender now, and I will guarantee the safety of your crew. Wir werden uns nie ergeben. Daten von der Simulationskonsole beschaffen. Zugriff auf Schiffscomputer. Warnung, Hüllenbrüche auf den Decks 4, 5 und 6. Notfallkraftfelder aktiviert. Hüllen integriert bei 22,8%. Waffen ausgefallen, Schilde ausgefallen. Lebenserhaltung, Notenergie aktiviert. Verlustbericht des Quadranten. Beta-Set, Status erobert. Geschätzte Verluste 3 Milliarden. Tela Prime, Status erobert. Geschätzte Verluste 2,5 Milliarden. Vulkan, Status unbewohnbar. Geschätzte Verluste 9,4 Milliarden. Persönliches Logbuch des Captain. Persönliches Logbuch des Captain, Sternzeit 87319,0. Wir haben seit 3 Tagen keine Spur der Hauptstreitmacht des Feindes entdecken können, doch wir werden weiterhin von ihren Sperren bedrängt. Vulkan ist verloren, Andoria brennt, Romulus, Tela Prime, Betaset, Trill wurden eingeäschert. Vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn die Romulaner sich uns angeschlossen hätten. Die Klingonen hatten kaum genügend Schiffe übrig, um ihr Heimatsystem zu sichern. Sie waren keine Gefahr mehr. Wir boten unsere Freundschaft an, doch die Romulaner lehnten ab. Und dann kam das Dominion und eroberte alles. Nach ikonianischen Aktivitäten scannen. Langstreckensensoren ausgefallen, keine ikonianischen Aktivität in unmittelbarer Umgebung. So. Programm beenden. Okay. Also wir waren im Krieg mit Romulus. Also mit den Romulanern. Das hat nicht ganz so gut geendet. Und dann kam das Dominion. Und dann war niemand mehr übrig, der sich gegen sie verteidigen konnte. Okay. Sorry,
We were watching from the control room, and that could have gone better. Even with all that, the simulation data on whether the Iconians were entirely eliminated from that timeline is inconclusive. We were able to record your interactions, and we've been able to piece together what happened from those. Okay, was haben Sie entdeckt? From what we can piece together, the Klingon Empire was never unified by its conflicts against outsiders, and the great houses turned on one another instead. The Romulans took the chaos as an opportunity to attack. The Federation stepped in to help the Klingons, and the war between the three factions basically ripped the quadrant apart. The Dominion then conquered all three weakened powers. Okay, dies ist keine Lösung. Agreed. My team will continue working on other possible incursion scenarios. Vielleicht können wir ihre Machtbasis schwächen. So, Team Beta. So, welche Mission meinst du denn? Die eine mit dem temporalen Krieg, mit dem wurde die Anoraks da klaut. Die habe ich ja schon mal vorgespielt. Also die Anoraks wurde hier erst gebaut. Ich habe schon eine Mission gespielt, wo die Anoraks dann geklaut wird. Von daher glaube ich, was passieren wird. Bitte nicht spoilern, aber.